Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflöten-Kanal. Wie du Portato, Staccato und Legato schön anwenden kannst in einem Stück, um es schöner zu gestalten, das zeige ich dir heute in diesem Video. Ja, hallo und herzlich willkommen wieder mal auf Veras Blockflöten-Kanal. Herzlich willkommen auch an die neuen Zuschauer. Hier lernt ihr gutes und schönes Blockflötenspiel oder bekommt zumindest sehr viele schöne Tipps dazu von mir. Und heute geht es darum, wie ich ein Stück, ein einfaches oder ein komplexes Stück, sehr schön gestalten kann durch unterschiedliche Artikulationsarten, wie zum Beispiel Portato, Staccato oder Legato. In diesem Stück habe ich jetzt diese verschiedenen Artikulationsarten angewandt. Die standen nicht in den Noten drin, die habe ich selbst hinzugefügt. Und das ist das A und O beim Blockflöte-Spielen. Wenn wir zum Beispiel Barockmusik spielen, dann stehen diese Dinge sehr selten wirklich drin. Also zum Beispiel Pünktchen für das Staccato oder breite Striche für ein Portato oder Bindebögen für ein Legato. Das muss ich also selbst hinzufügen, denn wenn ich das nicht tue, dann klingt das Stück recht fade. Irgendwie langweiliger, irgendwie nicht so aussagekräftig, nicht so schön gestaltet. Und darum geht es ja, wir wollen ja musikalisch etwas ausdrücken und es ist absolut legitim, solche Verschönerungen hinzuzufügen. Es sei denn, ihr habt Stücke vor euch, wo die Artikulation vom Komponisten genau vorgeschrieben ist. Zum Beispiel moderne Stücke, da gibt es ja auch sehr viele für Blockflöte, wo das eigentlich vorgegeben wird. Aber wenn wir zum Beispiel Sonaten spielen von Händel, Telemann, Vivaldi, dann müssen und können wir da sehr viele Unterschiede reinbringen in der Artikulation. Wir fangen mal mit dem einfachsten an, mit dem Staccato. Das ist deshalb am einfachsten, weil man es direkt leicht spielen kann und weil man auch den Unterschied sehr gut hört direkt. Das könnt ihr bei vielen Stücken einsetzen, vielleicht nicht gleich bei jedem Ton, das wäre dann auch genauso langweilig, als wenn ich alle Töne irgendwie breit spiele. Aber ganz gezielt zum Beispiel bei Sprüngen, wodurch ihr das Sprunghafte und das Fröhliche, das Heitere dadurch noch mehr hervorhebt. Oder auch bei wiederholten Tönen. Dann klingen diese nämlich viel deutlicher, als wenn ich die nicht im Staccato spiele. Das Staccato nenne ich jetzt mal das Salz in unserer Suppe. Das brauchen wir also unbedingt an vielen Stellen. Das ist schon mal die halbe Miete. Es gibt natürlich manche Stücke, sehr langsame, gefühlvolle, wo das nicht passt. Aber auch da kann ich manche Töne ein bisschen kürzer spielen als andere. Wir möchten jetzt aber noch weitere Gewürze hinzufügen, damit das Blockflötenstück noch interessanter klingt. Wir hatten schon Salz, jetzt nehmen wir noch Pfeffer dazu, nenne ich jetzt mal das Portato. Wenn wir auf der Blockflöte Portato sagen, dann meinen wir normalerweise, dass die Töne eben lange klingen bis zum Ende, aber dass sie deutlich getrennt sind mit dem Zungenstoß.
Und da könntet ihr jetzt denken, ja, also normal gespielt. Ja, es ist quasi normal gespielt, aber hier könnt ihr trotzdem darauf achten, dass ihr die Töne wirklich bis zu ihrem Ende dann auch spielt, an den Stellen, wo ihr Portato haben wollt. Und sie nicht so halb macht, also so nicht ganz lang und auch nicht ganz kurz. Das Portato könnt ihr euch vielleicht vorstellen wie so eine Raupe, die über den Boden gleitet und dann ihre Beine wieder nachziehen muss. Also sie gleitet immer, dann zieht sie wieder die Beine nach und dann gleitet sie weiter. Und dieses Beine nachziehen ist dann der Zungenstoß. Also den braucht ihr schon dazwischen. Wenn ihr dazwischen keinen Zungenstoß macht, sondern nur am Anfang, dann ist es wie so eine Schlange, die über den Boden kriecht und dann ist es ein Legato. Was ihr natürlich wunderbar auch an manchen Stellen einsetzen könnt. Das Legato, das sind jetzt sozusagen nochmal unsere frischen Kräuter obendrauf. Und ihr seht ja schon, ich kann dadurch ganz viel Veränderung in das Stück reinbringen. Fragt euch jetzt mal nicht so sehr, ja, wo passt denn was? Da gibt es natürlich bestimmte Anhaltspunkte, aber ich würde euch empfehlen, erstmal überhaupt anzufangen damit. Nehmt euch euer Stück vor, was ihr spielt und verwendet einfach mal irgendwo Staccato, Portato, Legato und schaut mal, was dann passiert. Ich denke, an manchen Stellen merkt ihr, hier passt das eine oder andere nicht so gut und hier passt es richtig gut und klingt richtig gut. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen mit rum experimentieren. Wenn ihr euch jetzt noch weiter rein vertiefen wollt, wo was denn genau stilistisch passt und geeignet ist, dann könnt ihr das zum Beispiel in meinem Blockflöte Next Level Kurs erfahren, aber auch in vielen meiner Videos hier natürlich. Und wenn ihr erst anfangt mit dem Blockflötenspiel, dann könnt ihr meinen Einsteigerkurs machen und da ist ja auch diese Artikulation von Anfang an mit integriert in sehr passenden Beispielen. Und es ist ganz unabhängig davon, ob ihr ein ganz einfaches Anfängerstück, vielleicht nur ein Volkslied, ein Kinderlied spielt oder ob ihr eine hochkomplexe Bach-Sonate spielt. Diese Artikulationsarten, die bringen das Gewürz in euer Blockflötenessen und die machen es aus, ob es eine musikalisch schöne und gute Interpretation ist oder ob es ein bisschen, ja, so ein bisschen langweilig klingt, sage ich jetzt mal ganz platt. Ich hoffe, mit diesen Tipps kommt ihr schon mal ein Stückchen weiter. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, ob euch das geholfen hat, ob ihr noch Fragen dazu habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen hoch. Und wenn wir uns nächste Woche wiedersehen auf Viras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!